Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ginny und es freut mich sehr, dass ihr hier seid. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich schnell und einfache Karten, sogenannte Clean and Simple Cards mit Stempeln gebastelt habe. Meine Basiskarten für heute haben die Maße 4 x 5¼ Inches. Sie sind also ein wenig kleiner als sonst. Ich werde dieses Set von My Favorite Things verwenden, das ein großes U und viele weitere Sprüche enthält, die man nach Lust und Laune miteinander kombinieren kann. Zum Stempeln nehme ich Distress Oxide Inks in den Farben Peacock Feathers und Salty Ocean. Die eine Hälfte des Stempels habe ich mit Peacock Feathers betupft. Der verwendete Cardstock hat eine wunderschöne, aber raue Textur, so dass ich beim Stempel mehr Druck ausübe als gewöhnlich. Die andere Hälfte habe ich mit Salty Ocean betupft und wieder stemple ich mit Druck, damit das Papier die Farbe gut aufnehmen kann. Das Ganze habe ich kurz trocknen lassen und jetzt nehme ich einen weiteren Spruch heraus und stemple ihn auf die Karte und damit ist sie auch schon fertig. Für die nächsten beiden Karten nehme ich dieses Set, das große Sprüche enthält, die alle aussehen wie Definitionen aus dem Wörterbuch. Auch hier wird der Spruch mit etwas Druck gestempelt und da ich zusätzliche Motive auf der Karte haben möchte, habe ich zu einem Set von Lawn Fawn gegriffen. Viele Stempelsets enthalten ja diese kleinen Motive und ich habe mich für diesen Partyhut entschieden. Zuerst wollte ich diese Karte so lassen, dann aber gedacht, dass ein wenig Farbe nicht schaden kann. Den Hut habe ich mit einem Buntstift in Himbeerrot ausgemalt und auch ein wenig Gelb dazu verwendet. Dann habe ich mit einem G-Liner in Gold kleine Punkte aufgetupft und auch diese Karte ist damit fertig. Auf meine letzte Karte habe ich den Spruch schon gestempelt und aus dem vorher bereits gezeigten Set einen kleinen Stern ausgewählt. Zum Stempeln nehme ich Distress Oxide Inks in den Farben Fossilized Amber, Picked Raspberry und Candied Apple. Hier sind nochmal alle 3 Karten zusammen auf einen Blick. Zum Basteln der 3 Karten habe ich in Echtzeit ein bisschen mehr als eine Viertelstunde gebraucht. Okay, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass das Video hilfreich war und euch gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf Abonnieren drückt und so das nächste Mal wieder dabei seid. Meine Videos nehme ich abwechselnd auf Englisch und Deutsch auf. Das nächste Video wird also auf Englisch sein. Okay, danke nochmal fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.